skies glowing. We're losing light. Where am I going? Bei der Firma Indiana wurde die Wingfoil Bordpalette nochmal erweitert. Hier haben wir für euch das 81 Liter im Test. Das Ganze ist ein hochwertig verarbeitetes Carbon-Epoxy-Sandwich-Board mit langen Trackschienen, damit es möglichst kompatibel mit jedem Flügel ist. Und von der ersten Ansicht folgt es genau dem Konzept von Indiana, allerdings mit optimierten Bodenkurven und neuer Outline. 80 Liter ist eine gute Allround-Größe für einen Durchschnittsfahrer von 80 Kilo. Deshalb ist natürlich sehr wichtig, wie ist hier das Anfahrverhalten, also das Aufsteigen auf den Flügel. Wie man auch in den Bildern sieht, egal bei welchem Wind halt, egal mit welchen Flügeln. Wir sind das Modell hier mit Flügeln zwischen 1000 und 1500 Quadratzentimetern gefahren. Und wir haben hier festgestellt, dass es im Vergleich der Boards wirklich das früheste Angleitvermögen aktiv sowie auch inaktiv besitzt. Schon der leiseste Zug vom Wing kann hier optimal umgesetzt werden in Geschwindigkeit. Die Winkel der Bodenkurve scheinen hier wirklich optimal gewählt. Und auch in puncto Kippstabilität, also für denjenigen, der umsteigt von einem Einsteigerboard, also größeren Volumens, 120, 110 Liter und dann halt ein kleineres Modell sucht, der wird sich hier nicht besonders schwer tun, weil selbst in der 62er Bordbreite hier ist das Ganze enorm kippstabil und kann auch in Binnenbereichen ohne weiteres mal länger dümpeln, ohne dass es besonders anstrengend ist. Aufgrund der langen Trackschiene, das sei nun mal vorne weggenommen, ermöglichte das Board hier wirklich natürlich einen sehr einfachen, optimalen Trim für die unterschiedlichsten Flügel mit unterschiedlichem Auftrieb und Geschwindigkeitsrange. Dementsprechend ist auch die Montage dann mit Fußschlauch oder Strapless da sehr einfach halt einen guten Punkt ausbalanciert für sich selbst zu finden. Und obwohl das Deck im Prinzip ziemlich plan ist, also da ist kaum Kurve drin, steht sich das Ganze hier wirklich intuitiv und auch der Steuer- und Lenkimpuls wird hier sehr sauber und sehr genau und direkt umgesetzt, ohne irgendwelche Verzögerungen oder irgendwelche Trägheiten. Das Board ist insgesamt schon so ausgerichtet, dass man immer eine leichte Aufwärtsrichtung besitzt und einen, egal bei welchem Flügel, auch stets einen leichten Vorfußdruck hat, wodurch sich halt natürlich das Brett sehr stabil anfühlt und man es gut unter Kontrolle hat. Durch die 62er Breite fühlt sich das Brett insgesamt sehr einfach zu steuern und agil an. Diese Trägheit, die man meist bei breiteren Boards dann empfindet, wenn man stärker in die Rolle geht, entfällt hier. Also man hat wirklich auch das Gefühl, beim Surfen einfach ein kleineres Brett zu fahren, was sich einfach bedienen lässt. Also hier überzeugt es in diesem Bereich auf jeden Fall durch ein leichtes und spielerisches Feeling. Und selbst wenn man mal zwischendurch einen kleinen Touchdown hat, wo die Kante einsetzt, ist hier der Bevel so geshaped und auch die Verrundung ins Unterwasserschiff, dass man mit dem Board nicht hängen bleibt. Das gleiche gilt auch beim Springen. Die Nose-Rocker-Linie ist auch so gewählt, dass sie beim Eintauchen, beim Landen nicht bremst, sondern halt auch wieder dazu führt, dass man schnell wieder auf den Flügel kommt, also dass da kurzen Bounces auf dem Wasser, aber kein Festsaugen oder kein übermäßiges Führen stattfindet. Das Brett hat insgesamt eine recht gleichmäßige Volumenverteilung, ein klein wenig mehr ist auf dem vorderen Fuß, aber insgesamt ist es kompakt gehalten, was natürlich auch die Freestyle-Eignung oder auch Drehung unterstützt.
Klar, bei all diesen Wingboards ist natürlich konstruktionsmäßig halt eine sehr hohe Steifigkeit vorhanden. Da muss man sich halt beim Pumpen keine Gedanken machen, ob da die Kraft wirklich übertragen wird. Wichtig ist hierbei eher, wie der Vorfußdruck ausfällt, ob wir immer eine leichte Aufwärtsrichtung des Brettes haben, was halt diesen Pumpvorgang definitiv etwas erleichtert. Und das geht hier auch mit dem Indiana 81 ohne größere Kraftanstrengungen. Indiana gibt hier ein empfohlenes Körpergewicht von 50 bis 90 Kilo an. Das Ganze können wir definitiv unterschreiben und wir würden es nach oben hin sicherlich sogar noch mal erweitern, weil auch der 100 Kilo Fahrer, der es etwas sportlicher angeht, für den kann diese Boardklasse hier in diesem Volumen auch ein ganz schönes Board für Freestyle oder auch Welle sein, wenn er einen gleichmäßigen Druck im Wing hat. Im Bereich von 50 bis 60 Kilogramm ist das 81 Liter Indiana auf jeden Fall auch einsteigertauglich aufgrund einer hohen Kippstabilität beim Aufstehen. Vergleicht man hier das Konzept halt zum Beispiel mit einem Skywing in 5.2, was 85 Liter hat, ist hier das Aufstehen und das Dümpeln zum Beispiel in Verdrängerfahrt einfacher, weil sich das Indiana durchweg stabiler verhält. Dafür verantwortlich ist natürlich halt das gleichmäßige Volumen. Klar, hier ist die Nase auch ausgedünnt, aber auf einem kürzeren Weg, sodass das Hauptvolumen sich über einen breiteren Bereich erstreckt. Auf der anderen Seite ist es beim Fliegen auch eins der einfachst zu führenden Boards aufgrund einer wirklich sehr schönen Ausbalanciertheit. Die Deckslinie, Volumenverteilung, alles in allem zusammen ist sehr gut kombiniert, sodass hier ein wirklich mehr als entspanntes Fahren möglich ist, ohne dass man irgendeine Sportlichkeit hier vermissen würde. Also es fühlt sich auch beim Fliegen an, eher wie 10 Liter weniger. Man kann hier ganz klar sagen, dass aus diesem Konzept des eher boxigen Shapes und auch minimalistisch in puncto Steps und übermäßige Bevels oder Abrisskanten, da gibt es ja die unterschiedlichsten Ideen und Konzepte der Hersteller, aber in dem Bereich dieser Konzeption ist der Indiana auf jeden Fall eins der besten Bretter gelungen, die wir momentan am Markt haben. Also das Paket beinhaltet wirklich hier von Trim-Kompatibilität mit unterschiedlichsten Flügeln, einfaches Anfahren, gute Kippstabilität in Verdrängerfahrt, halt leichtes Feeling, stressfreies Feeling im Fliegen, präzise Reaktion und das Ganze halt noch mit einer sehr guten Ausstattung. Hier wird das Board im Boardback geliefert, die Fußschlaufen dementsprechend sind dabei und das Ganze ist exzellent verarbeitet und angesichts dessen ist ein Preis von knapp 1500 Euro für uns sogar preiswert. Alles in allem Spitzenprodukt, sehr empfehlenswert.